Leider ist es so, dass die Pandemie nicht vorher Bescheid sagt, ob es jetzt wieder mehr oder weniger wird. Das heißt, wir können nicht beliebig weit im Voraus planen und müssen deswegen teilweise schnell reagieren, auch wenn es neue Vorgaben von der Politik ausgibt. Insgesamt versuchen wir an der Hochschule, die Wellen der Pandemie und auch der politischen Vorgaben abzufedern, sodass wir eine gewisse Kontinuität haben. Aber wir können das nicht beliebig machen. Insbesondere wenn es um die Frage geht, ist das Semester komplett online oder komplett Präsenz, sodass man daraus zum Beispiel ableiten kann, ob man lieber in Berlin wohnt oder außerhalb. Diese Frage kann ich im Moment nicht im Vorhinein beantworten, jedenfalls nicht guten Gewissens. Die Freiversuche sind durch den regierenden Bürgermeister, der zugleich auch unser Wissenschaftsminister ist, für das Sommersemester verlängert worden. Gilt also bis 30. September. Wir haben gerade zu Beginn des Semesters eine Verlängerung der Lockdown-Phase beschlossen. Ich gehe davon aus, dass es auch noch mal im Laufe des Semesters wahrscheinlich irgendetwas Lockdown-mäßiges gibt. Sie kennen alle die Diskussionen auf Landes- und Bundesebene. Entsprechend werden wir auch Verlängerungen für die Abgabe von Abschlussarbeiten beschließen. Ich will da aber nicht vorgreifen. Der Akademische Senat hat das Thema für Ende April auf der Tagesordnung und ich gehe mal davon aus, dass es eine wie auch immer geartete Verlängerung geben wird. Entweder-oder-Fragen sind Blödsinn. Außerdem ist bekannt, dass ich colasüchtig bin. Ich kann aber alle nur davor warnen, das nachzumachen. Das ist sehr ungesund und auch nicht figurfreundlich. Trinken Sie das, wovon Sie Lust haben. Ich trinke auch das, was gerade da ist. Gerade wenn wir uns nicht täglich im Campus sehen können und direkt interagieren können, brauchen wir, vermittelt durch die digitale Technik, andere Formen des Austausches und der Mitgestaltung. Wir haben, und ich glaube, das haben die meisten von Ihnen auch schon wahrgenommen oder sehen es, eine Menge an Formaten, die wir auch teilweise ausprobieren. Das gilt für einzelne Lehrveranstaltungen. Das gilt aber auch für so etwas wie die E-Lounge oder für die digitale Mittagspause und andere Formate. HTW Interaktiv, wo sich Lehrende, Studierende und die Hochschulleitung treffen können. Da ist vieles möglich und wenn Sie Vorschläge haben, immer her damit. Wir probieren gerne aus. Die HTW Berlin ist eine der ganz wenigen Hochschulen bundesweit, die eine sogenannte Systemakkreditierung hat. Das heißt, wir haben ein sehr ausgefeiltes Qualitätssicherungssystem. Das bezieht sich auf einzelne Lehrende, auf die Qualität der Studiengänge, auf die Berufsfähigkeit unserer Absolventen und Absolventinnen. Und als Teil dessen prüfen wir sehr regelmäßig, wie gut unsere Lehrenden tatsächlich im Alltag auch sind. Das hat bei den Professoren und Professorinnen sogar Auswirkungen auf das monatliche Gehalt. Mehr Einfluss kann man gar nicht auf die Qualität haben. Barrierefreiheit ist für eine Institution unserer Größe mit 14.000 Studierenden und 1.000 Beschäftigten eine tägliche Aufgabe. Und man ist nie fertig. Im Bereich der digitalen Kommunikation sind wir schon recht gut, aber da ist noch Luft nach oben, was den Webauftritt angeht und auch einige unserer digitalen Austauschformate. Wir haben verschiedene Dinge in Planung und ich hoffe, dass wir im Laufe dieses Jahres und dann insbesondere des nächsten Jahres auf einem Stand sind, wo wir stolz drauf sein können. Der zweite große Bereich ist die physikalische Barrierefreiheit. Hier sind üblicherweise relativ schnell teure Maßnahmen auf der Tagesordnung, zum Beispiel, wenn wir komplett neue Fahrstühle bauen müssen. Da machen wir es so, dass wir es versuchen, in anstehende große Maßnahmen zu integrieren, so wie andere Institutionen auch. Ich meine mich zu entsinnen, dass wir in vielen Bereichen, an vielen Gebäuden schon sehr gut aufgestellt sind, aber es ist immer Luft nach oben und wir haben verschiedene Maßnahmen in der Vorbereitung.
Dass ich ein Herz für Musik habe, wissen Sie, glaube ich, aus meinen Mailings. Dass viele von Ihnen mit Musik auch etwas anfangen können, weiß ich aus Ihren ganzen Antworten. Immerhin haben wir sogar eine Playlist online. Ansonsten haben wir natürlich in der Hochschule als physikalischen Ausdruck der Musikverliebtheit fast, könnte man sagen, unser Tonkollektiv Grünklang. Im Moment leider etwas ausgebremst durch die Pandemie. Aber ich bin ganz sicher, dass wir noch im Laufe dieses Jahres Gelegenheiten haben werden, nicht nur für Proben, sondern auch für öffentliche Auftritte des Kollektivs. Und ich kann Sie alle dazu nur ganz herzlich einladen. Was ist denn Swaggy?